Hi, ich bin Lena und bin heute auf der Science Fair hier in Tübingen. Ich zeige euch mal, was hier heute so los ist. Ich bin jetzt hier beim Exzellenzcluster CMFI und gegenüber von mir steht Uli. Du Uli, irgendwie sieht es für mich hier mit den ganzen Bioreaktoren sehr stark nach Breaking Bad aus. Was macht ihr hier genau? Hallo, ich bin Uli. Ich bin Doktorandin in der Umweltbiotechnologie und ich würde, glaube ich, eher sagen, das sieht aus wie bei Breaking Good. Okay. Denn diese Mikroorganismen, die wir bei uns in der Umweltbiotechnologie untersuchen, sind eigentlich die Guten, würde man sagen. Also wir nehmen Mikroorganismen zum Beispiel aus der Umwelt oder auch ganze Gemeinschaften von Mikroorganismen, die man als Mikrobiom zusammenfasst. Und wir untersuchen, wie diese Mikroorganismen industrielle Abfallströme weiterverwerten können, um nutzbare Produkte für den Menschen zu schaffen, zu produzieren. Und neben diesen ganzen Bakterien in der Umwelt finden wir aber auch Bakterien bei uns im Darm und auf der Haut, im Mund, in der Nase. Und das ist auch ein Forschungsbereich von uns. Also wir beschäftigen uns auch mit dem Mikrobiom oder mit den Bakterien, mit der Gemeinschaft, die wir im Darm finden. Wir wollen sie verstehen. Und dazu brauchen wir diese Bioreaktoren. Und mit diesen Bioreaktoren kultivieren wir ganze Gemeinschaften von Mikroben, schauen, wie sie zusammen interagieren, was sie produzieren und wie wir sie für den Menschen auch nutzen können, um zu verstehen natürlich, was bei uns im Darm passiert. Sehr spannend, cool. Vielen Dank dir, Uli. Dann gehen wir jetzt weiter zum Exzellenzcluster Machine Learning. Ich bin jetzt hier beim Exzellenzcluster Maschinelles Lernen und gegenüber von mir steht Nina. Du Nina, ihr habt jetzt hier eine Weltkarte mit einer Gradanzahl. Was hat das denn jetzt mit maschinellem Lernen zu tun? Wir nutzen maschinelles Lernen, um Windenergie vorherzusagen, beziehungsweise genauer gesagt, um Winddaten, die wir aus Klimamodellen bekommen, zu verfeinern. Diese Klimamodelle, die geben uns sehr grobe Winddaten, also zwei Datenpunkte liegen häufig so 100 Kilometer auseinander. Und wir können mithilfe dieser Daten und anderer Daten und maschinellem Lernen zu solchen Karten kommen, die eben deutlich feiner aufgelöst sind und uns standardspezifische Windvorhersagen geben. Cool, danke dir, Nina. Alle guten Dinge sind drei. Ich bin jetzt hier beim Exzellenzcluster iFit und gegenüber von mir steht Simon. Du sag mal, Simon, VR-Brille, das sieht mir sehr stark nach Metaverse aus. Was hat das jetzt mit der Krebsforschung zu tun? Die VR-Brille hilft uns sehr, die 3D-Modelle, die wir generieren, zu visualisieren und auch hier in der Science Fair der Bevölkerung näher zu bringen. Wir beschäftigen uns mit der Interaktion zwischen Immunzellen und Tumorzellen und versuchen quasi komplette Organe in 3D-Modellen wiederzuspiegeln mit Hilfe von bestimmten besonderen Mikroskopen, zum Beispiel dem Lightsheet-Mikroskop. Und mit Hilfe von diesen Modellen können wir dann die Abstände zwischen Zellen, verschiedenen Zelltypen analysieren und so bestimmte Therapien und Krankheiten besser verstehen. Und das benutzen wir hier vor allem für die Krebsforschung. Cool, sehr spannend. Danke dir, Simon. Das waren jetzt sehr viele mega spannende Eindrücke und wir sind schon sehr gespannt aufs nächste Jahr.